Heute bei den Lately News hat in Bielefeld, wo auch sonst, ein Mann auf dem Dachstuhl seines Hauses Kisten gefunden mit 76 Jahre alten sogenannten Weltkriegskartoffeln. Scheinbar hatten Alliierte diese damals auf dem Dachboden gelagert und dann vergessen, wieder mitzunehmen. Natürlich hat es sich der Mann nicht nehmen lassen, diese sofort roh zu essen, und wenig überraschend ist er dann sofort an einer Kartoffelvergiftung gestorben. Denn in 76 Jahren sammelt sich alles in einer Kartoffel, nur kein guter Geschmack. Sollte man auch mittlerweile schon in Bielefeld wissen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachsendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen Storybögen bei der Serie Verbotene Liebe, wo ich mehrere böse Zwillingsbrüder spielte und auch eine nette Zwillingsschwester. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann haue mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, Sat.1 am Mittag auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Rügen, wo der kleine Timmy erfolgreich versucht, den Guinness-Weltrekord für das längste Unterwasser-Luftanhalten zu knacken. Und das schon seit nun 14 Tagen. Respekt, fehlen nur noch weitere 14 Tage für den Rekord. Außerdem wollte heute eigentlich noch unser Sonderpiraten-Korrespondent Benny Blackbeard die neuesten Kapertrends präsentieren, aber er hat leider mitbekommen, dass die USA planen, 6 Flugzeugträger und ein paar hundert Drohnen in Bennys Kapergebiet zu schicken. Angeblich wegen einer Piratenplage. Jedenfalls hat sich Benny deswegen entschieden, lieber den Rückwärtsgang reinzuhauen und in der Taverne den ein oder anderen Grog zu sich zu nehmen, bis den Amis langweilig wird und wieder abhauen. Also in 1 oder 2 Irakkriegen. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Lange bevor es cool wurde, war ich schon ein Fan der Astronomie und vor allem der damit verbundenen Wissenschaft der Astrologie. Denn ich lasse mir meine Zukunft gerne aus den Sternen von meiner einäugigen Wahrsagerin Olga deuten, die auf ihrem letzten sehenden Auge zum Schutz eine Piraten-Augenklappe trägt. So traf sie vollkommen ins Schwarze, als sie meinte, dass ich vor unermesslichem Reichtum stehen würde und ich müsse dafür nur den ersten Schritt dahin wagen. Weswegen mein nachfolgender Banküberfall auch straffrei blieb, da ich mit dieser Begründung den Richter überzeugen konnte. Was Olga wiederum vorhergesagt hatte, denn sie meinte, dass ich jemanden treffen werde, der mir entweder hilft oder auch nicht. Was Olga aber nicht vorhersehen konnte, war das Ergebnis einer Forschungsgruppe aus Cardiff, die auf der Venus Form von abbaubarem Erdgas entdeckten, das in naher Zukunft die Energieversorgung der Erde sichern könnte. Deutschland und Russland haben daraufhin sofort reagiert und die neue Nord Stream 3 angekündigt, die direkt von der Venus über die Ostsee verlegt werden soll. Trotz mehrerer Proteste der Anliegerstaaten wie dem Mars. Währenddessen in Triptis. Denn in Triptis rief ein Betrüger einen Rentner an und erzählte ihm, dass dieser einen 30.000 € Amazon-Gutschein gewonnen hatte, er dafür aber eine kleine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 800 € bezahlen müsse, um den zu bekommen. Natürlich witterte der Rentner sofort einen Trick dahinter, aber trotzdem vereinbarte er mit dem Betrüger, dass dieser vorbeikommen solle. Als dieser jedoch dann vor der Tür stand, fragte ihn der Rentner, ob er zufälligerweise auf 1.000 € rausgeben könnte. Konnte der aber nicht. Also einigte man sich darauf, gemeinsam zur Bank des Betrügers zu fahren, um das Geld zu wechseln. In der Bank bemerkte der Rentner allerdings, dass er das Geld vergessen hatte und fragte den Betrüger, da sie doch schon in der Bank wären, ob dieser nicht einfach die 800 € vom Gutschein abzieht und ihm dann den Rest einfach in bar gibt. Und scheinbar war der Betrüger so perplex, dass er dem zustimmte und dem Rentner die restlichen 29.200 € gab. Und genau das ist auch einmal eine News, die wir brauchen, wo ein Rentner einen Betrüger um fast 30.000 € erleichtert. Derweil in Montreal. Dass Urheberrechtsstreits zu Namensänderungen führen können, passiert gar nicht mal so selten. So sollte Batman im Original eigentlich Man-Bat heißen. Aber leider war dieser Name schon vergeben an einen eher erfolglosen Wrestler in Chicago in den 1930ern,
der aber dagegen klagte und Recht bekam. Doch Berlin führt schon seit über 750 Jahren einen Rechtsstreit über den Namen Berlin mit einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, das auch Berlin heißt und behauptet, sich vor knapp 900 Jahren als erstes Berlin genannt zu haben. Was wir locker toppen können, denn Archäologen haben vor Berlin Spuren eines Flughafenbaus gefunden, die eindeutig zeigen, dass die Arbeiten dazu schon vor über 2000 Jahren begonnen hatten. Dass jedoch sogar ein Videospiel umbenannt werden muss, um einer Klage zu entgehen, ist mit dem Ubisoft Immortals Phoenix Rising passiert, das ursprünglich Gods and Monsters heißen sollte. Da aber der Energy Drink Produzent Monster Energy mit einer Urheberrechtsverletzung wegen Monsters drohte, entschied sich Ubisoft das Spiel ein paar Wochen vor dem Release umzubenennen. Zudem hatte auch eine Entität namens God mit Blitzen und Überschwemmungen bei Ubisoft gedroht. Noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Penthouse Letters Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Penthouse Letters Magazin nur vollgestopft ist mit Fake-Leserbriefen. Natürlich kaufe auch ich das Penthouse Magazin, die FAZ und Olenkas Tittenmagazin nur wegen der Leserbriefe. Gerade die vollbusigen Leserbriefe hänge ich mir immer wieder gerne an die Wand meiner Kfz-Werkstatt. Leserbriefe aller Couleur natürlich, man ist ja kein Rassist, nur Sexist. Als Jugendlicher hatte mich auch einmal meine Tante Erna erwischt, wie ich heimlich eigene Leserbriefe unter dem Kopfkissen versteckt hatte, um diese an meine Lieblings-Nackedei-Magazine zu verschicken. Magazine wie den Playboy, den St. Pauli Report oder den Bussibär Magazin. Denn Bussibär weiß ganz genau, wie man den Honig vom Baum holt. Mit einem Stock. Umso erfreuter war ich, als ich gerade Helene Fischers Post vorsortierte und dort die neueste Ausgabe vom Penthouse Letters Magazin fand. Also dachte ich, dass das ein Magazin wie für mich gemacht war. Doch leider musste ich feststellen, dass in diesem widerlichen Magazin gar keine Bilder von nackten Frauen oder Männern oder Cartoonbären war, sondern wirklich nur scheißlangweilige Leserbriefe. Deshalb sei gewarnt, Penthouse Letters Magazin, die dunkelrote Lately Fake News Karte an dich und meine Briefe an dich lagere ich lieber weiterhin unter meinem Kissen neben den Bildern von nackten Cartoonbären. Das waren die Lately News. Wir sind's wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.